Okay, so von dir aus Bruderstag, hast du an gedacht? Ja? Okay. Well, wir wollen hier so eine Geschichte hören von einer Großpapa, was sehr weiß wir. Das ist eine sehr alte Geschichte. Das ist von einer Sommer, wo das sehr dreich wird. Und eine Familie, die einmal hat auf den Stab geschafft. Das ist ein Onkel, sie nun wie Roger. Und sie haben al für 200 Jahre einmal auf den Stab ihre ganze Familie geschafft. Und so haben wir nicht 76 Jahre und das wir das Jahr 1964. Und heute in seine Früh, sie leben bloß mit der Arnd, was sie kriegen. Das wir ein kleines Formtje, was 22 Acker hat. Und du wirst nicht all ein paar Werk nicht rein gewesen und das wird sehr warm. So, und ich sage, wo seine Arnd all verdrehen dort, für seine Augen. Erst wird Herr verdreht, und dann wird Josh, und dann wird Wert, und nu kijkt hij sehr treurig naar zijn Korn. Jeder Tag wird er dort eng von der Stab gehen und kijken, wo wie der Korn al verdreht wird, oder verdreht wird. Und so, eins Mal sage ich, merke ich sich ab und dann sage ich zu ihrer Mann, dass er wird gehen und dann wird er auf einen Fleck mal gehen checken in den Korn. Und er ist besonders traurig, was er sagt. Die Stränge sind sehr riechen und sehr weitlaftig Korntjes. Und so, er merkt es so traurig und er sagt, in Forma hat seine Papa gesagt, kann erst eine Arnd verlieren. Wenn er bloß den Korn holen, dann kann er dort wegen durchmerken. Nie wisst ihr, wie viel Weisheit seine Papa hat gehört, was er am das hat gesagt. Korn, das ging meistens eine doppelte Arnd zu brauchen für kleine Formas. Die Stränge können geharvestet sein und verkauft und der Korn ging abzueten, mit zu backen und auch Tieren zu geben. Und so, nu wie er so traurig, dass das so dreich wird. Und dann sagt er wird sich hier so gut abknien. Und dann sagt er zu Gott, wo nötig Ernte fehlen wird. Er sagt, Herr, du hast mich gekannt von klein an, von wo ich geboren bin. Du weißt, wo ich herkomme und du weißt meine Schwachheiten. Und die weiß auch, was sei nötig anstatt an Regen fällt, was unsere Arnd kann wachsen. Wie kann das in Form verlieren, man dort nicht was Regen? Und er wisst dort, wovon die schwere Tiden dann verernt werden. Dann kriegt er eine Thron in seine Augen und dort ab seine 3 Hüten ab seine Bauch. Und dann ging er trainieren und dann, wie du im Bett sollst, dort Licht hostig verarmt. Und dann denke ich so, oh, aber das wird geblitzt haben von wegen, dass es dreich wird. Dann check ich in den Himmel und dann sieht du bloß eine sehr durchsichtige Wald, wo man sich durchzukicken. Und dann denkt er so, okay, du hast kein Danger, er wird wieder trainieren gehen. Und dann, wird noch, dann fängt es an zu regnen. Und dann, ich denke so, das geht nicht, das dann je keine warten, weil das kann regnen. Sie Mehl hängt einfach ab. Und dann checkt er nachher und fällt dort an seine Mehl als Wutter. Das regnet für ein paar Minuten und kriegt so schwer, dass das angefangen hier das war ab. Aber nie spürt er sich zu den Hüsen angehen und sagt, Ma, das wirst du nicht glauben. Ich werde bieten, nach den Korn checken. Und ich wusste, dass das nicht noch ein Tag wird riechen, wenn es nicht wird drehen. Und so, krieg dann, was ich heute Jebäd, dann steht ich ab und jenk nach und dann kommt du auch ein Regen. Und dann sag ich die Früh von dem bleiben Himmel, ja, das krieg, was ich die Prüfte sagen, seht ihr. Wenn er nicht bei den Verona noch ein Stöß gestanden wird, sie haben ganz not geworden sein.
Aber dann die Friede sagt nicht, und jetzt schwindt am Bein ab in ihre Stufen an und käbelt ab seine Knien an und dann sagt er, das muss ich beten, aber das soll ein Dankgebet sein. Dann sage ich, Herr, ich weiß, dass das Regen als Glück von dir kommt. Und was du meine Gebete hören das. Aber das du dort weißt, wenn wir diesen Korn nach haben, was diese Sommer soll bringen, dann wirst du noch mehr Regen schaffen sollen. Und dann betet Gott dafür und dann dort war die Menschen sagen, dass die Werk wird sehr reich sein mit sehr viel Sonnenschein, aber der nächsten Mal ist, dann wirkt der Roger ab und je näher noch dort ist ein ganz vollkommener Regen. Er kriegt ihn im Bad rein und dann sagt er, uns Gott ist so gut. Er hat uns nicht bloß ein Regen geschickt, er hat uns einen irrschen Regen geschickt. Sondern wird ganz bad in der Wartlen nantragen das. Uns Korn, die wird ganz gut sein. Und dann hat er den ganzen Tag über geregnet, aber in der Nacht noch ein Feiermul, den Tag hat er riet und bei uns veranda und checkt, wo scheint das regnet. Jedes Mal, was er trainieren hat, dann hat er gleich in die Erde stuft und knallt sich bis in den Bad an. Dann sage ich, Herr, ich weiß nicht, was ich muss tun, denn das deserving, das wird sein. Aber ich will dir dafür danken. Und ich weiß dort ohne Zweifel, dass das Regen eine Antwort ist zu meinen Gebeten und dafür bin ich dankbar. Dann geht er bald weiter und sieht Korn kicken, eine Werk Luther. Dann sage ich, die sind nicht streng, nicht mal dreich. Die sind die Fan voll und ja, die sind feuchte, große Korntjes an. So, dann sagt er zu der Frau, du hast nichts, das ist eine wunderschöne Ernte ab im Sommer. Dann geht er den Korn, weil er den in Bundles melken, also in Klumpwies, der hat den ab, dann der hat von den einen Klumpen, der hat den anfangen aufzuschauen. Und so hat er dort bei seiner Ernte und meist ganz half und ist halt ab dort Fleck, wo er hat Jebäd, ab der steht. Und so, den Morgens, als er so tätig abgestanden, und dann fang er an, du so war er, die aufzuschauen, ab der Klampe schnapp. Und dann hast du eine Ohr, wo du im Bett so moven dat. Dann denk ich so, ich für 14 Bett, und ja, da du im Bett checken, denkt er so, du warst eine Miesmann sein. Aber er kijkt noch ein bisschen länger und ich sagt, da wird ganz was anderes. Ich sagt, hey, die Kornohr, was du hast eine jelle Kornohr, was mit ein paar rote Kinderkis du magst. Und dort ist einmal euer passiert, sag ich euch, dort eine jelle Kornohr ein paar rote Kinderkis hat und nach Muluk, dort die ein bisschen so gemixt sind. Aber das ist verschieden gewesen. Die rote Korntjes, die sind Krieg in 2 Reihen gewesen. Sehr Krieg. Dort hat Krieg einen Krieg gegeben. Dann stellt er Sachen ab und checkt die Korn an, was er in seiner Hand hat. Und dann sieht er dort kriegt die Städte, wo er 2 Werk Eier hat gebet. Und dann, als er so verwundert, er geht in der Tiefen und wie es die Mann dort. Und dann sagt er, ich frage Gott, zu mir weiten luten, dass er mich gehört hat, den Numerach. Aber nie werden am seine Unfall tun und er sagt, ich dachte, er beantwortet mich mit den Regenschatten. Und nie kriege ich noch das. Nie geht er in einem Fund und nie fand er seinen Neffe Paul, was irgendeine Form ist, was am halten den Korn planten. Und er sagt, du musst Fuß nach uns kommen. Und dann wies er am den Korn an, und explaint er am dort, dass er für Regen gebet und er dort auch gekriegt hat. Und dort er auch nach Gott gebet, dass er am soll dort weiten luten, dass am seine Gebete erhört werden sein.
Niet kijkt de Paul naar dat kriets in de kern af, wat krijg uit de rode kena wird. En dan zeg hij, wanneer ik die zal zijn, dan wil ik zeggen, God heeft die Jebäd erhielt. Dan zeg hij, dit passiert alle krijg hier, dit is waar ik wat Jebäd. En dan zegt hij, hij heeft nog nergens zit in zijn leven gezien. Dit is een kern af, wat God heeft zelfs met zijn eigen hand gemerkt. En dan zegt hij, deze oor moet we op bewahren. Wanneer die op ons dat fehlt dat die dat voll so, dat die was eine Antwort von Gott haben, oder die erinnern, weil hij die erhielt hat, dann brückst die bis in die nächste Stufe gehen und in die Ohr kicken. Und dann sagt er, du hast mir eine Geduld gegeben. Jedes Mal, wenn hier was zusammen nach uns kommt, der war ich die Ohr wiesen. Wegen dort ist nicht was special von der Ohr, aber dort ist special, was Gott die selbst gemerkt hat. Und dort hat unsere Jebäd hier in das, und der auch beantworten das. Und dort ist was so wird fallen. Und dann starb der alle Onkel und stellt sich wieder an, ich sage, als sein Nephew kann die Ohr geben. Ich sage, der alle Onkel, der soll ihm dort versprechen, dort hat er, was alle Menschen sagen, auch wiesen, was er für ihn getan hat. Und so, Gott hat ihm seine Jebäd erhielt und er tut auch seine Arbeit. Er hat die Geschichte mit Meier ausfindig geshared und er hat niemals was vergenommen, wegen er sagt, der Onkel hat gesagt, und so eine Dinge, was Gott gemerkt hat, du jetzt gleich einen Preis nonnte bringen.